Hallihallo YouTube und herzlich willkommen zu einem erneuten Rundblick auf die Reviews zu einem Produkt. Wir hatten das ja hier kürzlich mal getestet mit dem iPhone 16e und ihr habt mir ja dankenswerterweise viel Feedback dazu gegeben, vor allem viel positives Feedback, und dadurch sehe ich mich bestärkt, diese Reihe einfach mal fortzusetzen, euch ein bisschen Zeit abzunehmen, dass ihr nicht alle Reviews da draußen lesen müsst. Und heute ist ja die NDA-Frist abgelaufen für das iPad Air M3. Das heißt, die ersten Journalisten und Medienvertreter, Influencer, die das mal ausprobieren konnten heute jetzt ihre Videos und Artikel veröffentlichen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Diesmal sind es nur 4 Reviews, die ich ausgewählt habe. Einfach aus dem Grunde, weil ich festgestellt habe, auch beim Blick auf weitere Rezensionen, dass da doch sehr viele Punkte sich ähneln und ich will euch ja nicht zu Tode langweilen. Deshalb habe ich das mal gebündelt und lasst uns mal drauf gucken. Los geht's mit dem Tech-Portal The Verge aus den USA und das sagt zum iPad Air M3 auf der positiven Seite, dass es ein verbessertes Magic Keyboard hat. Dieser Punkt wird uns dann noch häufiger begegnen. Hier wird vor allem hervorgehoben, dass die neue Tastatur mit Funktionstasten das iPad Air zu einem besseren Laptop-Ersatz macht. Hervorgehoben wurde auch der schnellere Chip, der M3-Chip, der bietet 12-15% Leistungssteigerung gegenüber dem M2-Modell, was ja schon ziemlich immens ist, wobei andererseits natürlich die Frage ist, in welchen Apps oder in wie vielen Apps man dieses Potenzial tatsächlich ausschöpfen kann. Und es wird die Vielseitigkeit gelobt, besonders das 11-Zoll-Modell überzeugt durch seine Handlichkeit und Portabilität. Auf der negativen Seite haben wir die fehlende Gesichtserkennung, denn es gibt ja weiterhin Touch-ID statt Face-ID und das sei gerade bei einem Tablet doch weniger praktisch, sagte Rezensent David Pierce. Dann haben wir Apple Intelligence, ja, ist ja gerade ein großes Thema, die Verschiebung von Siri, und deshalb sagt The Verge, ist das gegenwärtig kein Kaufgrund. Die KI-Funktionen bieten keinen Mehrwert, zumindest aktuell für die Kaufentscheidung. Und dann haben wir noch den Preisunterschied. 250 US-Dollar teurer als das Basis-iPad ist dieses iPad Air und die Leistungsunterschiede seien da doch nicht so gewaltig, dass man bei The Verge diesen Preisunterschied gerechtfertigt sieht. Ein kleines Zitat habe ich auch noch für euch. Ich denke immer noch, dass das Basis-iPad für so ziemlich jeden ausreicht, aber wenn man einen schöneren Bildschirm, einen etwas besseren Prozessor und etwas mehr Vertrauen in die Haltbarkeit des Geräts bis ins nächste Jahrzehnt haben will, ist das eher eine gute Wahl. Ja, ich habe wieder den Apfelfunk-Score aufgemacht, dass ich einfach mal alle Reviews dann in eine Waagschale geworfen habe, um die einzelnen Rezensionen zu verorten. Und da sind wir hier bei The Verge auf 8 von 10 Punkten. Für The Verge ein ziemlich guter Wert, die sind meistens doch arg kritisch. Weiter geht's mit dem guten Raphael Zeyer aus der Schweiz. Der sagt auf der positiven Seite auch, das Magic Keyboard lobt die Funktionstastenreihe mit verbesserten Symbolen und die Rückwärtskompatibilität bis zum iPad Pro 2018. Auch der M3-Chip findet sich hier wieder, der ihm zufolge besonders im Grafikbereich schneller als der Vorgänger sei, ca. 10% schneller bei rechenintensiven Aufgaben, und er lobt das pragmatische Gesamtpaket. Und zwar bietet das Ganze ja jetzt bis zu 1 Terabyte Speicher und es sind 11 und 13 Zoll Größen erhältlich, was es zum vernünftigsten iPad mache. Auf der negativen Seite, wenn man es denn negativ sehen will, dass es einem im Vergleich zum M2-Modell nur ein kleiner Spec-Bump ist, der im Alltag gar keine großen spürbaren Leistungsunterschiede zeigt. Beim Bildschirm werden die Einschränkungen bemängelt, dass kein 120 Hertz Display wie beim Pro-Modell und kein Nanoglas gegen Spiegelungen zur Auswahl steht. Und hier wird ein Punkt genannt, den wir auch noch häufiger sehen werden, nämlich den Preis des Zubehörs. Das Magic Keyboard, das ist doch nach wie vor sehr teuer, befindet Raphael. Insgesamt sagt er, das Air ist einfach die vernünftigste Wahl und jetzt mit dem M3 drin ist es noch ein bisschen vernünftiger. Apfelfunk-Score besagt 8 von 10 Punkten für dieses Gerät. Jetzt schauen wir mal, was eine Apple sehr positiv gegenüberstehende Rezensentin sagt, iJustine. Die hebt auch den M3-Chip hervor und sagt fast doppelt so schnell wie das M1-Modell und bis zu 3,5 Mal schneller als die A14 Bionic-Version. Die verbesserten Grafikfähigkeiten mit hardwarebeschleunigten Raytracing, dynamischem Caching und Mesh-Shading hebt sie hervor und das neue Magic Keyboard.
Ja, alles wunderbar, eigentlich so der Pressemitteilung entnommen. Das sind ja auch die Keypunkte, die Apple da voranführt. Und sie hat auch nur einen negativen Punkt. Das ist, und da sind wir wieder beim Zubehör, das ist zu teuer. Magic Keyboard kostet zusätzlich 269 US-Dollar für das 11-Zoll-Modell und 319 US-Dollar für das 13-Zoll-Modell. Ihr Fazit: Mit dem neuen M3 gibt es einen echten Leistungsschub. Wenn man, wie ich, vom M4 Pro kam und nun das M3R benutzt, fühlt es sich wirklich sehr nahtlos an. Und schlussendlich ein Apfelfunk-Score von 9 von 10 Punkten. Das vierte Review, was jetzt den Reihen komplett macht, kommt von CNET. Die sagen auf der positiven Seite auch, der schnelle M3-Prozessor laut ihren Messungen etwa 18% schneller als der M2 im Vorgängermodell und zukunftssicher für Apple Intelligence und anspruchsvolle Anwendungen. Das verbesserte Magic Keyboard, hier wird gesagt, günstiger. Und die Funktionstasten kommen gut an. Außerdem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Es bietet die wichtigsten Pro-Funktionen zu einem deutlich günstigeren Preis als das iPad Pro. Auf der negativen Seite ein minimales Update, kaum Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Die Konfiguration ziemlich teuer. Mit mehr Speicher und Zubehör wird es schnell eben teuer. Die getestete 1 Terabyte Version kostet fast 1300 US-Dollar. Und das Magic Keyboard ist verglichen mit der Pro-Version nicht mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen und das Aluminium-Innenmaterial und das haptische Trackpad fehlen ebenso. Dafür ist dann doch der Preisunterschied relativ minimal. Das Fazit von CNET, das R ist sehr gut und bei der richtigen Konfiguration könnte es das zukunftssichere, erschwinglichere iPad sein, das perfekt für einen ist, vor allem wenn man daran interessiert ist, das iPad intensiv für Apps zu nutzen, die die M3-Leistung benötigen. Bewertung 8 von 10 Punkten laut dem Apfelfunk-Score. Ja, insgesamt, wenn ihr ein bisschen mitgerechnet habt hier beim Schauen, kommen wir so auf einen Score von 8 bis 8,5 Punkten, also eine sehr gute Bewertung, wobei das auch zu erwarten war, weil das iPad Air M2, das ja gerade mal 10 Monate alt ist, ist ja immer noch ein sehr gutes Gerät und ich würde euch empfehlen, mal nach Schnäppchen zu schauen. Vielleicht kriegt man irgendwo noch ein gutes iPad Air jetzt neu zum günstigen Preis. Denn dann bekommt man schon sehr viel vom aktuellen Air zum deutlich günstigeren oder im besten Falle deutlich günstigeren Preis. Da könnt ihr also noch mal ein bisschen Geld sparen. Ansonsten ist es eigentlich wie erwartet kein riesiges Update der iPad Air-Reihe, aber eine schöne Fortführung. Ja, und was meint ihr dazu? Was sagt ihr zu diesen Rezensionen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Likes wie immer gerne gesehen. Und ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Vielleicht auch den nächsten Review-Überblick, der ja vielleicht bald schon kommt. Es gibt ja noch ein paar weitere Geräte, wo wir noch keine Rezensionen gesehen haben. Für heute sage ich Danke und Tschüss von der Nordsee.